und ich wurde entwurzelt. Aber ich wollte es mir nicht ansehen lassen. Also lernte ich da schon mit 11 Jahren Masken zu tragen. Ich musste stark sein. Und egal wie ich mich bemüht habe, mich anzupassen, Masken aufzusetzen, perfekt zu sein, perfekt zu wirken, das ist mir nach außen sehr gut gelungen, aber innerlich habe ich mich zerstört. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Magdalene, ich bin Energetikerin, Transformationscoach und Mentorin. Ich begleite die Menschen langfristig in ein glückliches und ein schwereloses Leben. Warum tue ich das? Weil ich sehr viel Härte und Schwere und Ängste und Enge und Kampf in meinem Leben erlebt habe. Und als ich anfing mit der Energetik zu arbeiten, hat sich mein Leben komplett verändert. Ja, und es wird immer leichter und immer schöner und ich liebe es. Ich liebe es. Und meines Erachtens sollten wir alle so ein schönes Leben uns kreieren. Und deswegen nehme ich dich mit auf meine Reise. Und wenn du Lust hast, dann spring auf mein Surfbrett und wir surfen durch die Wellen, durch die energetischen Wellen in ein besseres Leben, was wir uns selbst kreieren. Entschuldigung, mich beißt hier. Ich werde hier immer abgeknutscht. Ja, die Natur mag mich. Also, Entschuldigung, ich wurde gerade abgelenkt. Ja, ich habe mein Leben verändert und ich begleite seit 10 Jahren Menschen auch auf ihrem Weg. Und ich liebe es, wenn die Menschen auch einen Wandel erleben, so wie ich. Das macht mich unendlich glücklich und ich freue mich für die Menschen. Und heute möchte ich dir darüber sprechen, über Masken. Weißt du, es bringt nichts, wenn wir uns Masken aufsetzen, wenn wir so tun wollen, als wären wir jemand, der wir nicht sind, aber wir wären es gerne. Habe ich früher auch gemacht, weil ich es nicht anders wusste. Ja, ich wusste es nicht anders, weil ich auch lebenlang gewohnt war, Masken zu tragen. Ich musste es. Ich erzähle dir auch warum. Ich bin hochbegabt und hyperaktiv. Und ich hatte einige Schwierigkeiten, auch mit Konzentration oder ich bin einfach, da ich so super hyperaktiv bin, ich brauche immer viel Bewegung. Ich bin wie ein Husky, ich muss immer raus. Und ich bin auf einem Lande aufgewachsen, in Polen, wo ich viel Auslauf hatte. Also wirklich, ich habe mich da ausgetobt ohne Ende. Mit 11 Jahren kam ich nach Deutschland und mein Leben hat sich verändert. Für mich war das ein Riesentraumata, mein Land zu verlassen und hier neu anzufangen, ohne Sprache. Ein komplett anderes Leben, vom Dorfleben in eine Stadt. Ach Gott. Ich glaube, 3 Monate jede Nacht geweint. War schon echt eine heftige Zeit für mich, ja. Und ich wurde entwurzelt. Aber ich wollte es mir nicht ansehen lassen. Also lernte ich da schon mit 11 Jahren Masken zu tragen. Ich musste stark sein. Ich musste es lernen. Ich musste lernen, mir eine Maske aufzusetzen, dass mich das nicht berührt, dass ich keine Angst habe, dass ich nicht verzweifelt bin, dass ich nicht wütend bin. Ach, ich habe so viele Masken aufgesetzt und habe einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ist mir auch natürlich sehr gelungen, aber es war schwierig, war alles schwierig. Später in der Schule auch. Ich wollte auch nie auffallen. Deswegen habe ich mir Masken aufgesetzt. Dass ich anders wirke, als ich bin. Weil ich mich dadurch sicher fühlte, weil ich mich angepasst habe. Ich habe gedacht, wenn ich mich anpasse, dann geschieht mir nichts. Weil das alles hier so fremd für mich war. Und so hat sich mein ganzes Leben lang entwickelt. Ich war auch in der IT. Und ich war sehr gut. Ich war besser als die Männer, aber ich dürfte das nicht zeigen, weil sonst musste ich das männliche Ego zu spüren bekommen. Und das war unangenehm. Also auch da musste ich Masken tragen, lernen, besser zu sein, aber es nicht zu zeigen. Das war ein Spagat der Unmöglichkeit, der mir wirklich sehr, sehr viel Kraft geraubt hat. Und egal wie ich mich bemüht habe, mich anzupassen, Masken aufzusetzen,
perfekt zu sein, perfekt zu wirken. Das ist mir nach außen sehr gut gelungen, aber innerlich habe ich mich zerstört. Ich habe mich innerlich zerstört. Wirklich, ich bin sehr schwer krank geworden, todkrank. Mich sollte es eigentlich heute gar nicht geben, also zweimal, aber egal, anderes Thema. Wenn du darüber mehr da haben möchtest, wissen willst, schreib einen Kommentar, da überlege ich mir das, aber erstmal Masken. Und auf jeden Fall hat mich diese ganze Maskerade zerstört. Ich hatte Angst, mich zu zeigen, so wie ich bin. Ich hatte Angst zu zeigen, dass ich Schwäche habe. Ich hatte Angst zu zeigen, dass ich Angst habe, dass ich unsicher bin, dass ich etwas nicht kann. Weil ich dachte, wenn ich es tue, dann werde ich angegriffen, weil ich das schon mal erlebt habe. Das Blöde an dieser Sache ist nur, dass egal wie viele Masken ich aufsetzte, die Menschen spürten das trotzdem, weil alles, was ich versucht habe zu unterdrücken, in meiner Energetik war, in meiner Aura, in meinem System, und es schwingte die ganze Zeit. Es hat mich kaputt gemacht und ich habe Situationen im Leben geholt, die für mich hart waren. Ich habe sehr viele harte Lektionen bekommen. Ich war so ein Pechvogel. Ich habe ständig nur Pech gehabt. Ich habe ständig Unfälle gehabt. Ich war ständig krank und habe nicht nur, ich hatte auch schöne Situationen, aber sehr, sehr viel Leid erfahren. Weil das Leben hat nicht interessiert, welche Masken ich gerade aufsetze, sondern es hat auf meine Energetik geantwortet. Und erst als ich dann wirklich zusammengebrochen bin und mit Energetik anfing zu arbeiten, erst dann war ich in der Lage, das überhaupt zu erkennen und umzuwandeln. Und dann fing ich auch an, meine Masken abzusetzen. Und das war wirklich schwer für mich. Das war wirklich schwer für mich. Das war für mich Horror. Das war für mich Horror, mich schwach zu zeigen. Ich wäre lieber gestorben, als mich schwach zu zeigen. Ich wäre lieber gestorben, als um Hilfe zu fragen. Und das Leben hat mich so hart trainiert, dass es mich in eine Situation brachte, wo ich wirklich alles verlor und ich musste um Hilfe fragen, damit ich es lerne. Heute kann ich das. Ja, aber ich musste durch verdammt harte Schule dadurch. Und deswegen trage ich immer weniger Masken. Und je mehr ich Masken absetze, desto mehr freier fühle ich mich. Und der Weg zur Freiheit ist, Masken abzusetzen, sich zu zeigen, wie wir sind, wirklich authentisch. Und kein Mensch von uns ist perfekt. Keiner. Wir haben alle unsere besseren Tage, schlechtere Tage. Wir haben alle gute Laune, schlechte Laune. Wir haben alle Ängste, Schwächen. Wir haben das alle. Und es ist nicht bedrohlich, das zu zeigen. Und wenn du ein Mensch bist, der auch gerne deine Masken trägt, weil du fühlst dich damit einfach sicherer, weil du Angst hast, dass du angegriffen wirst, dann kann ich dir einfach aus meiner Erfahrung sagen, beschäftige dich mit dieser Thematik und löse die Ängste. Schau, was dahinter steckt. Warum hast du Angst? Und mach andere Erfahrungen, aber langsam, Schritt für Schritt. Und wenn du auch ein Mensch bist, der zum Beispiel nicht Nein sagen konnte oder weil er Angst vor Ablehnung hatte oder Angst hatte, um Hilfe zu fragen, weil da gibt es tausend eigentlich Gründe, dann versuche es. Schritt für Schritt, in kleinen Sachen. Und je mehr Masken ich ablegte, desto wohler fühlte ich mich und freier fühle ich mich in meinem Leben. Deswegen, heute trage ich weniger Masken und ich fühle mich so frei. Und mein Leben ist so viel lebendiger geworden, so viel leichter. Ich muss niemandem was vorspielen, also vor allem mir selber nichts vorspielen. Das ist das Wichtige, ich spiele mir selber nichts mehr vor. Und ich sage Nein. Und ich bitte um Hilfe. Das, was für mich früher ein Horror war. Ja. Masken braucht niemand, weil auch wenn du eine Maske trägst, die Menschen spüren das sowieso, das, was dahinter steht. Wir spüren das alle. Weil wir alle Energetiker im Grunde sind. Ja. Ich
würde mich freuen, wenn du etwas aus diesem Video für dich mitnehmen könntest, eine Information. Wenn du Lust hast, dann like das Video und abonniere meinen Kanal, wenn du gerne mehr von mir haben möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir wirklich vom Herzen viel Kraft und ein wunderschönes Leben.